Leute, wie bereits angekündigt, gibt es heute meinen Vergleich der Balea Med Gesichtscremes. Aber bevor wir loslegen, möchte ich noch mal ganz kurz auf meine Kanalmitgliedschaft aufmerksam machen. Falls ihr Interesse daran haben solltet, mich und meinen Kanal finanziell zu unterstützen, dann könnt ihr das über eine Kanalmitgliedschaft machen, die bereits bei 1,99 € startet. Und auf diesem Wege möchte ich mich auch bei meinen bereits existierenden Kanalmitgliedern bedanken. Es sind zwar noch nicht viele, aber ich weiß eure finanzielle Unterstützung sehr zu schätzen und bin wirklich unfassbar dankbar dafür. Dann lasst uns jetzt mal in die Thematik eintauchen. Balea ist ja die Eigenmarke von DM und innerhalb des Med-Bereichs, also innerhalb des medizinischen Bereichs, gibt es 5 unterschiedliche Cremes. Und zwar einmal die Balea Med Tagescreme, dann noch eine mit Lichtschutzfaktor 15, eine mattierende Pflege, eine Nachtcreme und eine Intensivcreme. Ich würde euch zunächst einen kleinen Überblick über die Inhaltsstoffe der einzelnen Cremes geben, bevor ich zu meinen und euren persönlichen Erfahrungen übergehe. Hierfür habe ich mal wieder eine kleine, aber feine Übersicht gestaltet und falls euch meine Erklärungen ein bisschen zu schnell gehen sollten, dann könnt ihr das Video natürlich jederzeit pausieren. Ganz links haben wir die Balea Med Tagescreme für 3,95 €. Feuchtigkeitsbindendes Glycerin, Panthenol und reizlinderndes Allantoin sind die Hero Ingredients in der Balea Med Tagescreme. Rückfettende Bestandteile in Form von Ethylhexylstearat, Sonnenblumenöl und Benhenylalkohol, einem pflegenden Fettalkohol, sind auch vorhanden. Dann folgt die Balea Med Tagescreme mit LSF 15. Diese ist mit 4,95 € die teuerste Creme unter allen. Es wurde auf moderne UV-Filter zurückgegriffen, was wirklich großartig ist. Octisalat, PBSA und Ethylhexyltriazon sind UVB-Filter. DHHB ist ein UVA-Filter, während Tinosorb als Breitbandfilter Verwendung findet. Nur als kleiner Reminder, UVB und UVA-Strahlung sind Teil des Sonnenlichts und unter anderem für Sonnenbrand sowie vorzeitige Hautalterung verantwortlich. Zusätzlich finden sich noch feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Panthenol und Natriumhyaluronat in der Creme. Reizlinderndes Allantoin und antioxidatives Glycin haben sich auch reingeschlichen. Die mattierende Creme enthält auch einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Urea und Panthenol. Außerdem ist noch pflegende Shea-Butter sowie Milchsäureferment drin. Die Nachtcreme sieht fast genauso aus wie die normale Tagescreme, deshalb brauche ich hier wahrscheinlich nicht so viel sagen, was die Formulierung angeht. Hier sind mal wieder feuchtigkeitsbindende und pflegende Inhaltsstoffe drin. Bei der Intensivcreme werden 7% Urea ausgelobt, deswegen schauen wir uns noch mal kurz an, was Urea eigentlich ist und welchen Effekt dieser Inhaltsstoff auf unsere Haut hat. Urea bzw. Harnstoff findet sich natürlicherweise in unserer Haut und macht ca. 7% der hauteigenen natürlichen Feuchthaltefaktoren aus. Eine schnelle Hautdurchfeuchtung erfolgt bei Produkten mit hohem Wasseranteil, eine nachhaltige hingegen bei Produkten mit hohem Ölanteil. In einer Einsatzkonzentration von 2 bis 5% wirkt Urea hydratisierend, ab 10% sogar juckreizstillend und in höheren Konzentrationen, also ab ca. 40%, ist Harnstoff sogar keratolytisch, also in der Lage, abgestorbene Hornzellen aufzulösen. Bei Wunderhaut ist jedoch Vorsicht geboten, weil Urea in höheren Konzentrationen brennen kann. In der Intensivcreme wurde der Harnstoff sogar mit Glycerin kombiniert, was wirklich großartig ist, denn diese beiden Inhaltsstoffe vertragen sich wunderbar und boosten sich auch noch zusätzlich in ihrer feuchtigkeitsbindenden Wirkung. Außerdem wird durch diese Kombi der Schutz vor Tensideinwirkung erhöht, also immer wenn ihr in irgendeinem Produkt Glycerin und Urea seht, dann erinnert euch daran, die beiden sind richtig gute Freunde und ein wahres Dreamteam. Außerdem ist in der Creme noch feuchtigkeitsbindendes Panthenol und beruhigendes Carboxymethylglucan enthalten, welches aus der Bäckerhefe gewonnen wird. Alle 5 Cremes kommen ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung aus, weshalb sie durchaus eine gute Wahl für Menschen mit empfindlicher Haut sind. Ich habe selbst eine empfindliche Haut, die auf bestimmte Duftstoffe sogar allergisch reagiert und mit keiner dieser Cremes hatte ich großartig Probleme. Ich habe mich für eine Skala zwischen trockener und öliger Haut entschieden, also einer Haut, der es an Fett fehlt und einer, die zu viel davon hat. Ich denke, an diesen 2 Hauttypen kann man sich eventuell am besten orientieren.
Weiter links würde ich die mattierende Creme platzieren, sie jedoch nicht pauschal für ölige Haut empfehlen. Deshalb ist sie mit etwas Abstand auf der Linie zu finden. Einige von euch haben bestätigt, dass die Creme für ölige Haut durchaus funktionieren kann. Andere wiederum fanden sie zu pflegend. Sehr ähnlich sind sich die Tages- und Nachtcreme. Hier konntet auch ihr mir bestätigen, dass sowohl Mischhaut als auch tendenziell trockene Haut gut damit klarkommt. Rechts davon bekommt die Intensivcreme ihren Platz. Auch hier, laut euren Erfahrungsberichten, mag eher trockene Haut diese Creme. Hier und dort gab es aber großen Zuspruch von Leuten mit Mischhaut, vor allem als Pflege für abends. Zu guter Letzt die Tagespflege mit LSF 15. Viele von euch finden sie so fettig und pflegend, dass ich sie definitiv eher in Richtung trockene Haut packen musste. Eigentlich gab es kaum eine Person mit öliger oder Mischhaut, die positiv über die Creme gesprochen hat. Kommen wir jetzt zu meinen persönlichen Erfahrungen mit den Cremes und mein Favorit ist ja die Balea Med Ultra Sensitive Nachtcreme. Sie ist zwar von der Formulierung und vom Hautgefühl der normalen Tagescreme sehr, sehr ähnlich, aber mir gefällt hier einfach die Konsistenz deutlich besser, denn diese Creme ist im Vergleich zur Tagescreme ein kleines bisschen dicker und das mag ich persönlich einfach richtig, richtig gerne. Ich bin mit meiner trockenen Haut auch wunderbar mit dieser Creme zurechtgekommen. Sie war jetzt nicht zu fettig, aber auch nicht zu leicht. Einfach so ein perfektes Zwischending für meine eher trockene Haut. Ließ sich immer wunderbar verteilen, hat auch keine Probleme unter anderen Produkten gemacht und fühlte sich auf meiner Haut sogar so ein bisschen wässrig leicht an, ohne zu starken Pflegefilm. Diese Creme hat mir tatsächlich am wenigsten gefallen und zwar ist das die Balea Med Ultra Sensitive Antifalten Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Zunächst möchte ich noch dazu sagen, dass ein Lichtschutzfaktor von 15 bzw. ein UVB-Schutz von 15 nicht gerade viel ist, vor allem im Hinblick darauf, dass man einen kompletten Gramm von dieser Creme auf sein Gesicht auftragen muss, um diesen doch eher geringen Schutz zu erreichen und die meisten verwenden ca. 0,7 Gramm, wenn es um solche Tagescremes oder Nachtcremes geht. Das heißt, die meisten von uns erreichen den Schutz auf solchen Tagespflegeprodukten gar nicht und deshalb sollte man sich auch nicht allein auf diese Produkte mit dem doch eher geringen Schutz verlassen. Mir persönlich ist diese Creme trotz trockener Haut zu fettig und zu schwer und macht auch so einen komischen, spürbaren Film auf dem Gesicht, weshalb ich sie einfach nicht sonderlich angenehm finde. Eure Top 3 waren laut meiner Instagram-Umfrage diese drei Balea Med Cremes. Auf Platz 3 mit 469 Stimmen die Balea Med Nachtcreme. Auf Platz 2 mit 527 Stimmen die Balea Med Tagescreme und auf Platz 1 mit 569 Stimmen die Balea Med Intensivcreme. Ich finde diese Platzierung total spannend, denn auch bei mir wären diese drei Cremes in den Top 3 gelandet, nur in einer anderen Reihenfolge. Auf dem dritten Platz wäre bei mir zum Beispiel die Intensivcreme, auf dem zweiten Platz die Tagescreme und auf dem ersten Platz die Balea Med Nachtcreme. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein bisschen hilfreich war. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, teilt das Video und schreibt in einem Kommentar, ob ihr eine der Cremes bereits getestet habt und wir sehen uns dann im nächsten Video.